Hallo mal wieder zu einem kurzen Update und eigentlich müsste ich ja noch sagen, ein gutes neues Jahr, denn es ist das erste Video in diesem Jahr, was ich veröffentliche und das Jahr hat es ja schon wieder in sich. Wir sind alle schon wieder im nächsten Lockdown, wer weiß wie lange, und jetzt bleibt im Prinzip dann neben dem Homeoffice genug Möglichkeit auch mal wieder ein wenig weiter zu basteln. Also habe ich mir auch meine nächsten Ideen geschnappt und habe einfach mal angefangen. Und genau darum geht es uns jetzt heute, dass wir quasi einfach mal gucken, was habe ich bis jetzt umgesetzt. Und das zeige ich euch jetzt. Ja, das erste sieht man hier schon direkt. Ich habe tatsächlich meine Idee in die Tat umgesetzt und habe gesagt, ich möchte es wenigstens mal probieren. Und bevor ich aber anfange, eventuell da mal Massivholz für einzukaufen, probieren wir es einfach erstmal mit Platten. Also habe ich mir, es gibt ja netterweise, da die Baumärkte zurzeit alle geschlossen sind, gibt es ja aber netterweise im Internet auch Plattenzuschnittsangebote, und da habe ich einfach mir hier jetzt mal 12er Multiplex Birke genommen und habe mir die auf Form schneiden lassen, sodass insgesamt jetzt hier die Seitenwange für fertig war. Und ich habe sie dann erstmal jetzt hier fixiert und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon ganz überzeugt davon. Ich muss schon sagen, mir gefällt das sehr gut, weil es gibt dem Ganzen wirklich einen Abschluss und eine Form. Bisher waren es ja die einzelnen Bauschritte, die noch erkennbar waren an den einzelnen Holzaufbauten. Jetzt hat das Ganze durchaus eine Form. Und was man dann auch entsprechend tun kann, es wäre jetzt ja hier dann die Kante so, dass man das Multiplex erkennen kann. Was ich noch versuchen werde zu tun, ich habe ja noch von diesen Leisten hier im Prinzip, dass ich da noch solche Abdeckungen dann zuschneide. Das heißt, dass ich versuche hier die ganze Kante dann mit so auf beiden Seiten überstehenden Kanten zu versehen, sodass das Ganze einen Massivholz-Touch bekommt. Ich denke, das könnte ganz gut wirken. Und wenn wir schon bei den Änderungen sind, ich bin jetzt mal hinter die Kamera gegangen, dann sehen wir auch, dass die Seitenwand jetzt deutlich weiter geht als früher. Denn hier sieht man, das ist der alte Deckel. Bis hier ging mein bisheriger Spieltisch- und Registeraufbau, und ich habe jetzt einfach gesagt, ich hatte ja noch die überstehenden Register hier hinten, da standen ja noch die Registerstangen so raus, und deswegen habe ich den Deckel einfach verlängert. Man sieht es daran, dass die Farbgebung etwas anders ist. Dieser ist ja nun schon seit ungefähr nicht ganz einem Jahr immer durch die Sonne, die hier reinscheint, dann ausgeblichen und nachgedunkelt. Dieser ist völlig frisch, aber ich habe sie trotzdem hier miteinander verleimt. Das wird dann mit der Zeit auch nachbleichen, denke ich mal. Dasselbe betrifft auch hier auf den nächsten Deckel zu. Auf den 6 starken Deckel habe ich hier um ein entsprechendes Stück verlängert. Ich bin hier ein bisschen zurückgesprungen, weil das Notenpult dann da hinten im Weg ist. Kann man jetzt im Schatten nicht sehen, aber dadurch musste ich hier ein kleines bisschen zurückspringen. Außerdem ist ja der leichte Höhenversatz hier noch zwischen den beiden Ebenen. Dasselbe zieht sich fort, wenn wir jetzt hier mal am Spieltisch längs gehen, bis nach hinten rein. Ja, bis da hinten rein geht der verlängerte Deckel und gibt einfach jetzt auch viel mehr Möglichkeit. Das habe ich hier schon mal getan, hier vorne, um einfach Sachen mal schnell abzulegen. Ja, ich kann jetzt hier mal schnell ein Heftchen hinlegen oder eine Note darunter packen, Stifte ablegen, ohne dass gleich immer alles hinter die Orgel fällt. Und dann wäre es vielleicht irgendwann in absehbarer Zeit auch noch eine Idee, hinten dann eine Wand zuzumachen. Und von dieser Perspektive kommen wir dann noch zu der nächsten Änderung. Das heißt, ich habe hier meine Blendleiste ein wenig bearbeitet. Sie ging ja bisher einfach einmal durch und hat diese Lücke unter dem Manual quasi geschlossen, weil ich ja wegen dem Unterschied vom alten E-Piano zum neuen Aufbau einfach hier eine 40 mm Lücke habe. Und die habe ich jetzt einerseits von innen ein bisschen geschlossen, sodass man nicht mehr ganz reingucken kann, zum anderen aber hier die Blendleiste unterbrochen, sodass ich hier jetzt eine kleine Schublade habe für Trackpad und Keyboard. Und schon ist das alles sauber verstaut.
Und ich brauche mir keine Sorgen mehr zu machen, dass es da hinten auf dem PC irgendwie verstaubt oder ich nicht rankomme oder sonst was. Hier ist alles immer im Zugriff. Perfekt. Soweit also mal wieder ein ganz kurzes Update zum Jahresbeginn. Wie ihr seht, wenn man einfach so in der Materie drin ist und einmal angefangen hat, einen Spieltisch selbst zu entwickeln, dann findet man immer irgendein Projekt, was dann doch wieder ansteht und was man gerne umsetzen möchte. Und findet immer, auf gut Deutsch gesagt, irgendwas, wo man weiter basteln kann. Diesmal nichts großartig Technisches, aber doch im Prinzip gestaltungsmäßig ein bisschen ein paar Dinge. Und diese Schublade hier, die wollte ich schon lange haben. Eigentlich seit ich den Manualaufbau hier oben raufgesetzt habe und diese 4 cm Lücke habe, dachte ich, da muss man doch irgendwas reinschieben können. Und damit habe ich euch mal wieder auf den neuesten Stand gebracht. Was und wie und ob in nächster Zeit quasi geplant ist, kann ich heute momentan nicht sagen. Ich habe jetzt erstmal tatsächlich mit den Seitenwangen und der Schublade die Projekte umgesetzt, die mir noch im Kopf waren. Natürlich die Gestaltung hier, wie am Anfang gesagt, die werde ich noch in Angriff nehmen. Aber alles Weitere weiß ich noch nicht. Aber natürlich werde ich euch auf dem Laufenden halten. Also bleibt gespannt. Wir sehen uns.